willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich euch, wie ich Schupfnudeln, Kartoffelklöße und des Weiteren auch Gnocchis mache. Es ist alles derselbe Teig, nur die Formen sind anders. Ich schäle die Kartoffeln und lasse sie in Salzwasser garen. Das Kochwasser wird abgegossen und die Kartoffeln im noch heißen Topf 5 Minuten ohne Deckel stehen gelassen, damit sie ausdampfen können. Auf diese Weise verlieren sie an Feuchtigkeit, aber bitte nicht missverstehen, sie sollen nicht komplett auskühlen, sondern müssen noch heiß durch die Kartoffelpresse gedrückt werden. Das ist meine Kartoffelpresse. Diese hier ist aus Edelstahl und hat den unschlagbaren Vorteil, dass sie in die Spülmaschine gesteckt werden kann. Die Schüssel steht auf meiner Küchenwaage, die ich vorher auf 0 gestellt habe. Die Kartoffeln werden also in den Behälter gefüllt und dann durchgedrückt. Das erfordert etwas Kraft, weswegen ich den Behälter nie so richtig voll mache. Um eine wirklich feine Kartoffelmasse zu erhalten, müssen die Kartoffeln noch ein zweites Mal durchgedrückt werden. Dazu schiebe ich den Inhalt der Schüssel auf die eine Seite, fülle die zerquetschten Kartoffeln in den Behälter der Presse und drücke sie in die leere Hälfte der Schüssel. Hier könnt ihr sehen, dass die linke Seite der Kartoffelmasse nun tatsächlich eine andere Konsistenz hat. Die Waage zeigt mir an, dass ich heute 420 Gramm Kartoffeln habe. Nun wiege ich jeweils 10% Kartoffelmehl, Dinkelmehl und Maisstärke ab, also jeweils 42 Gramm, zusammen 126. Außerdem wiege ich noch 10%, also 42 Gramm Butter ab, die ich in einen kleinen Topf gebe, sowie zu guter Letzt 1% Meersalz, also 4 Gramm, welches sogleich über die Kartoffeln gegeben werden kann. Außerdem stelle ich schon mal das Kochwasser auf, damit es schon kocht, wenn ich die Klöße kochen muss. Aus der Butter wird nun eine Nussbutter gemacht. Das ist nichts anderes als braune Butter. Ich erhitze den Topf und lasse die Butter schmelzen und so lange kochen, bis sie aufhört zu singen, also das hörbare Brutzeln der Butter verstummt. Dann muss es allerdings schnell gehen, denn sonst wird braun zu schwarz, also bleibe ich lieber daneben stehen. Es dauert ohnehin nur ein paar Minuten. Die heiße Butter wird, so wie sie ist, über die Kartoffelmasse gekippt. Die braunen Flecken sind Röstaromen, die durch den karamellisierten Milchzucker der Butter beim Erhitzen entstanden sind. Mit einem Löffel rühre ich alles einmal unter, prüfe die Hitze und gebe dann das Eigelb hinzu, welches ich ebenfalls unterrühre, damit es sich gleichmäßig in der Kartoffel-Butter-Mischung auflösen kann. Dies sollte möglichst geschehen, bevor das Mehl hinzugefügt wird, da sich das Eigelb im Mehl nicht so leicht verteilen kann. Anschließend können die 3 Mehle auf die Kartoffeln gegeben werden. Mit der Küchenmaschine wird alles nun kurz vermengt, bis ein Kloßteig entsteht. Das geht recht schnell, bei mir dauert es ungefähr 30 Sekunden, abhängig von der Menge. Wer keine Maschine hat, verknetet die Zutaten von Hand, auch das ist keine große Arbeit. Der Teig wird auf eine bemehlte Arbeitsfläche gegeben und geformt, indem man ihn rollt. Dabei soll er natürlich eine schöne Bindung haben. Für Schupfnudeln rolle ich den Teig zu Strängen von ungefähr 2 bis 3 cm Durchmesser aus. Der Teigkarte schneide ich schräg Abschnitte ab, sodass kleine Romben entstehen. Der Abstand beträgt 2 bis 3 cm. Im Schwäbischen nennt man das Stoßen Schupfen und daher auch der Name Schupfnudeln. Man legt ein Stück Kloß Rohling auf die Arbeitsfläche, legt die Handinnenfläche darauf und schupft ihn von sich weg. Die Wölbung der Handinnenfläche gibt nun die Form. Die Rohlinge lege ich auf die linke Seite eines Brettchens, welche ich am Topfrand aufsetze. Rechts habe ich genug Platz, um sie zu rollen und gebe ihnen dabei so viel Schwung, dass sie über die Kante ins Kochwasser fallen. Wenn die Schupfnudeln anfangen oben zu schwimmen, lasse ich sie noch 30 Sekunden weiter kochen, nehme sie mit einer Schaumkelle aus dem Wasser und gebe sie zum Abtropfen in ein Sieb oder in eine Pfanne mit ausgelassener Butter.
Dort kann ich sie auch auskühlen lassen und vor dem Servieren nur kurz anbraten. Hier gab es Entenbrust mit Rotkohl und Schupfnudeln. Für Kartoffelklöße forme ich eine Rolle von 6 bis 7 cm Durchmesser. Mit einer Teigkarte teile ich einen Abschnitt von 5 cm Breite ab und zwischen meinen Händen forme ich daraus einen schönen runden Kloß. Dabei ist darauf zu achten, dass eventuelle Falten fest aneinander liegen und verkleben. Ich mache auch noch schlesische Kartoffelklöße. Dazu schneide ich einfach Abschnitte von 4 cm Breite. Sie werden nicht weiter geformt, sie müssen sofort ins kochende Wasser gegeben werden und brauchen ungefähr 10 bis 15 Minuten Kochzeit, bis sie oben schwimmen und darüber hinaus noch vielleicht eine Minute. Es ist ratsam, einen Kloß herauszufischen und zu testen. Auch sie gebe ich nach dem Kochen in ein Sieb oder in eine Pfanne. Da sie sich aufgrund ihrer Größe aber nicht so praktisch wieder erwärmen lassen, sollten sie sogleich angerichtet und serviert werden. Für Gnocchis forme ich eine Rolle von ca. 3 cm Durchmesser und schneide kleine Nocken ab, die ich mit einem Löffel über einen geriffelten Gnocchi-Abstreifer rolle. Man kann ihnen auch mit den Zinken einer Gabel ihre typische Form geben. Auch die Gnocchis müssen sofort gekocht werden, denn der Teig für diese Art Teigwaren verträgt keine lange Lagerung im ungekochten Zustand. Sie können nun direkt serviert werden oder aber ich lasse sie komplett auskühlen und brate sie dann vor dem Servieren in etwas Fett an. Angesichts der ganzen Arbeit lohnt es sich auf jeden Fall, eine größere Menge herzustellen, denn Klöße, Schupfnudeln und Gnocchis lassen sich hervorragend einfrieren. Dazu lasse ich sie komplett auskühlen, gebe sie in eine Tüte, welche ich immer beschrifte, und dann ab damit in die Tiefkühlung. Klöße sind die optimale Beilage zu gebratenem Geflügel, wie zum Beispiel einer Weihnachtsgans. Wie man eine Gans ohne Stress zubereitet, werde ich demnächst in einem Video zeigen. Auf jeden Fall kann ich schon mal so viel verraten, dass fertige, eingefrorene Schupfnudeln ganz wesentlich zu einem stressfreien Weihnachtsessen beitragen. Ich hoffe, ihr kocht eure Schupfnudeln demnächst einmal selber. Es lohnt sich auf alle Fälle. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Viel Spaß beim Quetschen, Wiegen und Rollen und allseits guten Appetit!